Hallo, Hallo. wir sind's, Piranhas. Und heute gibt's wieder eine Fragerunde. Genau. FAQ, Frequently Asked Questions. Und zwar für diese Session, die wir hier machen. Du hast wieder eine ganze Menge Fragen, ist klar. Ne? Ihr habt auch Tonnen Fragen an uns und wir versuchen die hier abzuarbeiten. Ja, dann leg mal los. Was haben wir denn für Gedöns? Also, womit fangen wir denn mal an? Boah, das ist auch schon direkt gar nicht mal so einfach zu sagen. Ich lese mal vor. Bezogen im Grunde auf jeden Bereich eines Spiels. Musik, Grafik, Gameplay, Quests, Charaktere. Wie entscheidet ihr, wann etwas gut genug ist und so für das finale Produkt bleibt? Das ist eine schwere Frage. Ja. Das ist eine sehr schwere Frage. Aber ich versuch's mal so. Es gibt immer einen Verantwortlichen für den jeweiligen Bereich. Ja, oder auch mehrere Verantwortliche, die sich gegenseitig auch kontrollieren, was die Qualität angeht. So, ja, zum Beispiel nehmen wir mal den Story-Bereich, ja. Wir spielen über die Quests vom anderen. Wir testen die Dialoge vom anderen. Wir spielen die Sachen vom anderen und beurteilen die dann auch, ob die gut genug sind oder nicht, ja. Ja, hier hast du auch ein bisschen cheesy, ne? Hier hast du ein bisschen geschludert, kannst du mal und dies und das. Das ist schon mal eine mehr freundschaftliche, die erste freundschaftliche und einfache Art der Quality Assurance, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Also der Qualitätssicherung. So, die erste ist man selber mit einem gewissen Anspruch. Man möchte irgendwo besser werden, ne? Der Anspruch, den haben wir alle. Wir möchten besser werden in dem, was wir tun. Nicht unbedingt mehr, sondern besser. So, das ist auch immer so eine Sache. So, da kann man auch Abhandlungen drüber schreiben, was jetzt besser ist und was nicht. Ja, mehr ist immer gut, nee. Change ist immer gut, nee. Also was ist jetzt gut? Was ist jetzt die Qualität? So, ja, da muss erstmal jeder für sich selber beantworten. Jeder muss sich irgendwo fortbilden in dem, was er tut. Ja, muss mal gucken, was andere tun, muss sich andere Spiele angucken, muss sich irgendwo fortbilden, um dann irgendwie so auch seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. So, dann gibt's noch den Kumpel, wie gesagt, ne, das heißt dieses Pair-Programming-Prinzip, 2 Leute arbeiten an einer Sache und präsentieren es dann dem Team. Wenn das Team dann an der Stelle genug Zeit hat, dann spielen die das auch. So, das heißt also, spiel das doch einfach mal, guck dir das mal an, dann räumen wir uns auch oft Zeit für ein und sagen, das Team guckt sich das an. Und zwar dann explizit die Leute, die eben nicht in diesem Bereich arbeiten, sondern die eigentlich was völlig anderes machen, ja, und dann möglichst unterschiedliche Charaktere. Die einen, die eher so auf Multiplayer-Spiele stehen, der andere, der vielleicht auf ein anderes Setting steht und hin und her und so weiter, ne, die im Levelbereich arbeiten, die mit uns auch zusammenarbeiten und so weiter. Und dann kommst du dann in die nächste Feedback-Runde. Das heißt, Sachen, die stört, schreiben die auf und klatschen uns die auch unverblümt und ungefiltert einfach von Latz. So. Richtig? Ja, dabei muss man aber auch häufig unterscheiden zwischen Dingen irgendwie Wunschkonzert. Also ich gebe dir die Sachen weiter, die ich mir da wünschen würde, irgendwie, die ich jetzt persönlich cool finde. Das könnte zum Beispiel auch ein Feature sein im schlimmsten Fall. Oder sowas wie etwas, was mich stört. Und meistens landest du schon auf einem ziemlich guten Level, indem du einfach die Sachen eliminierst, die negativ aufgefallen sind. Ne? Also etwas irgendwie, ja, da ist aber, guck mal, die eine Ecke da, die ist aber nicht schön, mach da mal irgendwie. Und dann machst du irgendwie so ein bisschen Efeu dahin und auf einmal sieht das gut aus. Ja, ohne dass du jetzt grundsätzlich irgendwie dir ein neues Feature hast einfallen lassen, wie man Ecken schön macht. Also es ist halt immer so eine Sache, was würde das Problem lösen? Warum ist es mir negativ aufgefallen? Und es gibt dann mehrere Ansätze und dann auf einmal erreicht es eine bessere Qualität, weil man eine einfache Lösung dafür gefunden hat. Dazu kommt noch zu dem Team, die nächste Instanz ist die projektbegleitende QA. Das ist eine externe QA. Ja, das heißt also, es gibt permanent Leute, die unser Spiel testen und spielen und spielen und spielen und uns ständig darauf hinweisen, wo irgendwelche Diskrepanzen sein könnten. Die machen dann unterschiedliche Aspekte dann geltend, wie zum Beispiel, macht das Spiel überhaupt Spaß? Kann ich jede
Ecke erreichen? Falle ich irgendwo durch den Boden? Verstehe ich, was gemeint ist? Habe ich irgendwie die richtige Balance zwischen dem, was ich tun kann? Also wie ist das Pacing und. Das heißt, alle Aspekte des Spiels werden von einer externen QA, die überhaupt nicht involviert sind, in unserem Arbeitsbereich durchleuchtet und fortwährend permanent und schonungslos uns um die Ohren gehauen. Ja? Dann kommt dazu, dass natürlich auch noch ihr Kunden, ja, Fans oder Spieler da draußen, sehr viel Feedback liefern für den Titel, den wir davor gemacht haben. Wie auch immer der ausgesehen hat. Das kommt dann auf unseren Tisch. Sämtliches Feedback müssen wir durcharbeiten und müssen dann gucken, wie wir da diese Dinge, die Wünsche und die Kritiken dann auch tatsächlich irgendwie einfließen lassen und dann nicht wieder dieselben Fehler wieder machen. Das heißt, das gibt dann auch nochmal die Rutsche, die ziemlich früh ansetzt, meistens ganz am Anfang. Ne? Das ist dann so die allererste Instanz. Was haben wir denn vorher gemacht? Was machen wir jetzt anders? So, ja. Dann gibt es noch, es kommt der Publisher ins Spiel. Das heißt, der Publisher, der hat auch eigene Vorstellungen, das Producing, ja, wie wir jetzt uns irgendwie vermarkten am Ende des Tages und was die Menschen da draußen gesagt haben und wo der Eigenanspruch des Publishers ist, was für ein Spiel er in seinem Portfolio gerne haben möchte, welche Aspekte ihm am wichtigsten sind, die 5 wichtigsten Punkte, die wir dann wegmachen müssen und wo wir dann sagen, so da müssen wir uns drauf einigen und hin und her. Da ist dann die nächste Instanz, die auch fortwährend immer wieder unser Spiel anguckt und uns auch ständig wieder das Feedback um die Ohren haut. Ja, so. Und am Ende gibt es dann nochmal Fokusgruppentests, ja, für diverse Bereiche, wie zum Beispiel Kampfsystem, wie zum Beispiel Story, wie zum Beispiel UX, das nennt sich User Experience Fokusgruppe, ja, die dann einfach das Overall, wie empfinde ich das Spiel, wenn ich das spiele und so weiter und so weiter. Und dann gibt es unzählige Filtermechanismen und Kontrollgremien, sage ich jetzt mal, durch die so ein Spiel durchläuft, bis es dann schlussendlich tatsächlich das Licht der Welt sieht. Zumindest in unserem Fall ist das so. Kann man auch anders lösen, ne? Aber ist das gut, ist das schlecht? Ich glaube, es ist gut, um Kleinigkeiten, um das Spiel rund zu machen. Ja, dass an diese Kleinigkeiten nicht ständig stören, ja, dass man ein gutes Gefühl dabei bekommt, was haben wir da jetzt tatsächlich, ja, weil die Vorschläge, die da kommen, die sind manchmal ganz schön vernichtend. Ne, die Vorschläge, die andere machen, die sind dann auch sehr an dem vorbei, was wir eigentlich wollen. Und dann müssen wir auch immer gucken, welche Feedbacks nehmen wir jetzt tatsächlich mit rein und welche nicht. Welche sind zu generisch, machen das Spiel zu sehr MMO-lastig, welches ist zu penibel, welches ist zu kleinkariert und so weiter. Das müssen wir dann immer selber entscheiden. Wir müssen abwägen. Das ist ein riesiger Prozess, der da stattfindet. Und wir sind viele Leute auch noch. Das heißt, jedes Feedback kommt bei einem persönlich auch anders an. Man empfindet das anders. Du zeigst jemandem irgendein Feedback und der sucht sich 2 Punkte raus, schreibt sich die auf und dann fragst du mal nach, was hast du dir denn aufgeschrieben? Ja, aber das ist doch viel wichtiger. Deswegen ist es auch wichtig, bei einem Feedback immer Prioritäten dran zu schreiben. Das heißt, wie wichtig ist dir das? Wenn es unwichtig ist, ja, dann kann man es vielleicht mal eben wegmachen, wenn es leicht mal eben gefixt ist und keine Konsequenzen hat oder so, ja. Aber ist es wirklich ein schwerwiegendes Ding, wo man sagt irgendwie, das haben jetzt 5 Leute gesagt, also da müssen wir uns grundsätzlich nochmal drüber unterhalten. Das passiert auch ständig im Projekt. So. Also ein Riesenprozess. Also bei der Frage, sind 2 Dinge vielleicht nicht so einfach zu verstehen für jemanden, der das selber nicht macht oder nicht ähnliche Projekte macht. Es gibt sowas wie eine Designerkrankheit. Ich kenne irgendwie keinen Entwickler, der das nicht wenigstens ein bisschen mit sich bringt. Und das ist dieses Gefühl, eigentlich wäre ich am liebsten gar nicht fertig. Ja. Ne? Das ist nicht absolut zu sehen, sondern ich beschreibe das mal so. Es gibt immer etwas, was man noch mal besser machen kann. Und dieses Gefühl, das begleitet dich auch. Ne? Das heißt, da hättest du noch und da könntest du noch und da könntest du noch ein bisschen polieren und da und hier und da und das endet auch nicht. Weil es einfach nicht enden kann. Und deswegen gibt es keinen Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt ist es perfekt, weil es ist nie perfekt. Es gibt immer etwas, wo du sagst, da könnte man ja noch mal ran. Es gibt aber auch den Zeitpunkt, wo du potenziell mit dem, ich mach da noch mal was, mehr kaputt machst und dem Ding mehr Schaden zufügst, als es besser zu machen. Und diesen Punkt zu erreichen, ist im Grunde genommen das Ziel und diesen dann auch zu erkennen. Denn gerade bei einem so großen, komplexen Projekt, wo so viele verschiedene Bereiche mit reinspielen, können die sich gegenseitig gefährden. Deswegen muss man immer sehr gut aufpassen, zu sagen,
es ist jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe oder so ähnlich, es funktioniert und es macht Spaß, ich lasse jetzt die Finger davon, weil sonst mache ich es vielleicht so, dass es am Ende keinen Spaß mehr macht. Und da müssen wir im Grunde genommen hin. Und wenn du das Gefühl hast, du spielst etwas, das funktioniert und es macht Spaß, dann mach was anderes. Dann ist dieser Punkt in der Regel erreicht. Wir sind aber noch bei der ersten Frage, oder? Ja, tatsächlich. Die war aber auch komplex. Ja, ist komplex, ja. Ja, also noch eine Frage? Auf jeden Fall. Okay, also, was muss man tun, um in die QA zu kommen? Also um das jobmäßig zu machen? Ja, es gibt sehr viele Teams, die das anbieten. Ne? Muss man googeln, muss man gucken und sich dann da bewerben. So, ne? Da gibt's auch mehrere Jobs, die dann machen, so, ne? Die anbieten. Fokusgruppentests, dass man sagt irgendwie, ja, ich habe mich da und da beworben als Tester, das kann man beruflich machen oder das kann man auch irgendwie als Studentenjob so sehen oder so. Müsst ihr mal gucken. Quality Assurance, da gibt es viele. Allein die Frage suggeriert ja schon, dass man sich so ein bisschen das Spiel für die QA aussucht, was man gerne macht. Und das ist ja in sich eigentlich schon ein bisschen ein Trugschluss. Das kann zwar passieren, dass das Leuten so passiert, aber in der Regel ist es so, dass QA-Teams aus unterschiedlichen Gründen gebraucht werden, gebucht werden und auch unterschiedlich lang genutzt werden. Das heißt, wir brauchen einerseits die Spieler, die gerne Open-World-Rollenspiele spielen und prädestiniert sind für die Art unserer Spiele. Aber zum Beispiel einer, der alle unsere Spiele schon mal gespielt hat und dann ein neues Piranha Bytes Spiel kriegt, der geht schon mit ganz viel Prämissen ans Spiel ran und sieht das Spiel völlig anders als jemand, der noch nie so ein Spiel gespielt hat. An dem erkennen wir aber erst, wie zugänglich unser Spiel eigentlich ist, an dem anderen nicht. Und das ist nur ein kleiner Punkt, der erklärt, warum QA-Teams sehr unterschiedlich aufgebaut werden müssen, sehr viele verschiedene Spielertypen beinhalten und wenn man QA-Tester wird, das heißt, du bewirbst dich bei einer Firma, die Spielefirmen angeboten werden, um dort zu testen, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie eine Woche an dem Spiel sitzen, eine Woche an dem Spiel sitzen und dann hast du verschiedene Aufgaben. Hier musst du jetzt auf den Kampf achten und da musst du jetzt mal gucken, sind die Quests denn funktionabel? Bei dem nächsten musst du testen und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass man sich sein Lieblingsgenre aussucht und dann hergeht und sagt, ich spiele jetzt irgendwie bei allen Spielen, bevor sie rausgekommen sind, das Spiel schon mal. Und das ist dann mein Beruf. Der vornehmliche Aspekt dabei ist, eher bei einem Publisher nachzufragen als bei einem Entwickler. So, das zeigt schon, dass es Menschen von außen sein müssen, die das Spiel beurteilen. So, ja. Das heißt, die eigentlich gar nicht so sehr involviert sind in die Entwicklung selbst. Das heißt, wir wollen ja auch, wenn wir das jemanden testen lassen, dass es möglichst unabhängig ist. Und dass es nicht schon irgendwie vorgefiltert ist, sondern dass wir eine Meinung bekommen, ja, wie ist es denn jetzt wirklich? Und dass die dann so nah wie möglich an dem sein muss, ja, was derjenige, der völlig unbedarft dieses Spiel gekauft hat am Ende des Tages, dann auch empfindet. So, da hilft es nichts, wenn eine QA dann irgendwie dir nach dem Mund redet oder halt Dinge nur testet, wo du glaubst irgendwie, nee, das nicht, sondern das, also sondern das ist schon overall, weil sonst kriegst du ja ein schräges Bild. So, ja. Ich sage immer dabei, wenn du eine Mathearbeit damals in der Schule abgegeben hast, dann wusstest du im Grunde schon, was du für eine Note kriegst, weil du nämlich genau wusstest, welche Aufgaben du erfüllt hast und welche du richtig hattest und welche nicht. Ja, ist hier auch so. Ne? Wir wollen ein möglichst sicheres Gefühl haben, wo wir uns befinden. Ja, es geht nicht darum, irgendwie das beste Spiel der Welt zu machen, sondern es geht darum, ein Spiel zu machen, was den Menschen da draußen gefällt, ja, denen wir gefallen wollen auch. So, ja, das heißt, wir müssen selber dieses Spiel gut finden. Wir wollen ein Spiel machen, was uns selber Spaß macht. Und das engt natürlich alleine schon per Definition, ja, die Spielerschaft ein, die unser Spiel gut findet. So, das ist einfach so. Es gibt Leute, die finden unser Spiel nicht gut. So, da müssen wir mit leben. Man kann es nicht allen recht machen. Das ist ein Spruch, den lernt man schon in der Schule, aber das ist auch wirklich so. Ja, und du kannst es auch nicht allen recht machen. Du kannst es vielen recht machen. Und in erster Linie erstmal uns selbst, dass wir sagen, da können wir zu stehen, da haben wir Bock drauf. So, das ist es, worum es geht. Warte mal, was kann ich denn hier, das sind wirklich sehr lange Texte. Also, die nächste Frage ist, wie kreiert ihr Quests, bringt Variation in diese und haltet sie interessant? Boah.
Also wir haben Erfahrungen über viele zig Jahre mittlerweile, wie man Quests machen kann. Ja, und wie man sie, sage ich jetzt mal, so verpackt, dass sie Spaß machen, dass sie komplex sind, dass sie eine Überraschung darstellen, dass sie einen Twist haben, dass sie immer einen Trick haben, ja, dass man entweder, ja, ich behalte die Waffe einfach für mich und sag dem einfach irgendwie, ja, da hast du Kohle, nee, konnte ich nicht, hab den belogen oder irgendwie solche Dinge, ja. Das heißt also, dass diese Varianz und diese Tricks, die man machen kann, wie man sich durch die Welt wursteln kann oder ob man den rechtschaffenen Weg oder den bösen Weg und so weiter, das ist etwas, was gewachsen ist mit den Jahren. Das ist die Frage, wie macht ihr das? Ja, das ist eine Wissenschaft. Weil es unheimlich viele Teams da draußen gibt, die Geschichten erzählen. Und so auch wir. Und jede erzählt die Geschichten auf ihre eigene Art und Weise. So, ja. Das heißt also, wir haben eine ganz spezielle Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Wir möchten gerne, dass jeder NPC, der in der Welt steht, auch potenziell der Erste sein könnte, dem man begegnet, und der muss interessant gestaltet sein. Der muss eine gute Intention haben. Das heißt, der muss plausibel sein, der muss in die Welt sich einbetten, man muss ihn zuordnen können zu dem globalen Problemen, die momentan vorherrschen, der Bedrohung der Welt, zu den gesellschaftlichen Strukturen, wo gehört er hin, ja, ist er jetzt irgendwie ein Abtrünniger oder ist er ein Alp, ist er ein Berserker, wo gehört er hin, dann muss er eine persönliche Situation haben, er muss irgendwo in der Lokalität, wo er sich befindet, den Mikrokosmos, da muss er irgendwie seinen Platz haben, wo lebt er, was macht er da, warum ist er da, dann in welche Beziehung steht er zu seinem Nachbarn, der da ist, ja, was genau macht ihn aus, was macht ihn besonders, ist er, was für eine Stimme hat er, ne, wie spricht er mit dir, wie sieht er aus, sieht er abgerissen aus, wie alt ist der und so weiter. Das sind alles Sachen, die damit reinspielen. Ich sage immer, einen Dialog zu schreiben sind mindestens 15 Parameter, die man berücksichtigen muss. Und die müssen wir erstmal aufschreiben. Erstmal für den Charakter, dass man den erstmal irgendwie ausdesignt und sagt, das ist dieser Typ. Und wenn der auch noch ein wichtiger Charakter ist, dann kriegt er sogar ein Character Diamond. Das heißt also, was für interne Konflikte hat der, ne? Ist der rechtschaffen, aber er ist strebsam. Er ist sehr nachdenklich, aber meistens traurig oder irgendwelche so Eigenschaften, die möglichst gegensätzlich sind, die diesen Charakter ausmachen. Character Diamond. Könnt ihr nachgucken, könnt ihr nachgoogeln, ne? Was das bedeutet. Dann gibt es bei wichtigen Charakteren auch noch den Character Arc, ne? Also den Charakterbogen in der Geschichte, dass der vorher etwas anderes ist als danach, dass er eine gewisse Entwicklung durchmacht. Könnte auch nachgoogeln, was Character Arc Mechanik, was das bedeutet, wie das funktioniert. Solche Mechanismen wenden wir da an. Das heißt also, dass wir tatsächlich viele verschiedene Theorien und Mechanismen miteinander verheiraten, um erstmal die Charaktere zu designen. Dann dazu die entsprechenden Missionen und Quests, die dazu gehören, die möglichst viel Raffinesse beinhalten, dass den Spieler manchmal auch auf falsche Fährten locken und irgendwie sehr viel unterschiedliche Choices anbieten, dass man sehr viele unterschiedliche Charaktere selber spielen kann. Das heißt also, wie der Charakter selber ist, ja, also wie ich als Spieler den Charakter gerne spielen möchte und wie mein Gegenüber darauf reagiert, gehört auch noch mit rein. Ja, das heißt, das ist ein sehr komplexes Thema und muss auch als solches dann die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Und da muss man halt tatsächlich sehr viel üben und wir haben sehr viel Abhandlungen darüber auch, interne Meetings, die wir machen, wie wir die Sachen aufziehen, wie viel unterschiedliche Charaktere wir in die Locations packen, wie groß das Ding sein darf, bis es dann irgendwann über wird, dass man in eine Stadt reingeht und jetzt muss ich alle durchquatschen und so weiter. Gibt's etliche Aspekte, die da mit reinspielen. Und das ist zu komplex, um es hier immer eben einfach zu sagen, wie macht ihr das? Es ist sehr kompliziert. Ein multidimensionales Problem. Ja. Ja. Genau. Ich würde dazu sagen, je mehr Liebe du ins Design steckst, gerade von Charakteren und Quests, desto
besser ist das, was dabei rauskommt und desto eher schreibt es sich auch irgendwie von selbst, wenn du dann anfängst. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Ja. Okay, das ist eine sehr umfangreiche Frage, die ich, glaube ich, anschließend auch noch übersetze, so wie ich sie verstanden habe. Finde ich aber trotzdem interessant, weil man das auch nicht weiß, wenn man nicht selber Entwickler ist. Also, die Frage ist folgende. Wie ist das eigentlich, wenn man Spiele programmiert und beispielsweise die Gegenstände in der Welt platziert und sich um die Designs der verschiedenen Charaktere kümmert? Wenn ich am PC spiele, geht für mich nichts über die höchstmögliche Auflösung. Also ich spiele zum Beispiel, wenn ich kann, in 4K. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei euren Arbeiten eher hilfreich ist, zum Beispiel in Full HD zu arbeiten, damit nicht alles zu klein ist und es vielleicht übersichtlicher ist. Also die Frage geht dahin, mit was für Einstellungen arbeitet man denn dann eigentlich? Der Levelbereich hat auf jeden Fall als erstes erstmal zu klären, was sind 2 Meter? Was ist 1 Meter? Das heißt, wie groß ist die Puppe, die der normale Mensch ist? Ist der Held 1,80, 1,84, 1,35, wie groß ist der? So, im Vergleich zu der Tür, die ich baue, im Vergleich zu dem. Das heißt, man muss sich auf irgendwas einigen. Das ist nicht einfach, das ist nicht trivial. So, und wie groß ist die Banane? Im Vergleich zu dem Kopf. Im Vergleich zu irgendwas. Irgendeiner baut eine Banane, die muss man dann groß skalieren, klein skalieren. Ah nee, jetzt, wenn man es kleiner macht, dann sind zu viele Polygone auf zu viel und so weiter. Das ist das Erste, was man machen muss. Man muss sich auf eine Größenskalierung einigen. Ja, genau das Gleiche gilt für die Welt. Wie hoch dürfen die Berge sein? Ja, wie hoch muss man hochkraxeln? Wie sehr muss man dagegen, irgendwie hat man eine vertikale Welt, dann hat man immer nur ein Fußballfeld, was irgendwie immer 45 Grad hat. Da rennst du immer irgendwie hoch und runter. Die Dialoge, die finden immer irgendwie so statt, so, ja. Solche Dinge. Das muss man festlegen. Das ist das Erste. Und das hat mit der Auflösung erstmal gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit den Gegebenheiten, wie diese Welt aussieht. Und dann gibt es so ein Gefühl, ja, wie ein Raum voll oder leer aussieht, wenn man den dann ausstaffiert. Und man sagt irgendwie, das hat auch wenig mit der Auflösung zu tun erstmal, sondern einfach mit dem Bild, was sich darbietet, wenn ich da reinkomme. Von Groben ins Feine. So arbeiten wir. Und die Auflösung hat eigentlich überhaupt keinen Effekt darauf, sondern die Auflösung, die zeigt nachher, wie hochauflösend die Texturen und wie aufwendig gemacht die einzelnen Elemente sind. Und derjenige, der die einzelnen Elemente macht, wie zum Beispiel die Banane, die da liegt oder sowas, ja, die macht dann derjenige, der die Banane baut, aber der hat die Banane so vor sich. Und zwar viel größer, als man die im Spiel eigentlich sieht. Hat auch nichts mit der Auflösung, wie es am Schluss eigentlich aussieht, sondern der hat die dann sehr und dann muss er halt gucken, ja, wäre ja gut, wenn ich hier jetzt 75.000 Polygone, dann wäre die ja schön rund. Und dann legst du die in die Welt und fängt die ganze Welt an zu ruckeln, weil alle irgendwie zu viele Polygone verbrauchen. Für so eine Banane. Du kriegst jetzt nur 300 Polygone und fertig. Mach dann eine Banane. Ja, das sieht dann kacke aus in 4K. So, ja. Ja, aber ist ja auch meistens immer weiter weg. Haben wir eine Ego-Perspektive, hast du auch, bist du wieder näher dran, ist wieder eine andere Geschichte. So, ja. Wie hoch darf die Auflösung sein der Textur, die da drauf ist? Ja, das Gittergestell ist eine Sache, aber die Shader und diesen ganzen Kram sind wieder eine andere Geschichte. Es ist einzig nur die Auflösung der Textur an sich. Ja, da macht man doch maximale Textur, dann macht man halt eine 4K-Textur da drauf, so, dann ist das Maximale. Aber eine 4K-Textur so, ja, brauchst du eigentlich nicht, wenn du so entfernt bist. Dann brauchst du eigentlich nur eine 2K, 1K und so weiter. Das kannst du dann irgendwann mit diesem Ding ja gar nicht mehr auflösen. Musst du auch gucken. Das heißt, man muss sich auf sowas einigen. Wie viel Polygone und wie viel Pixel pro Fläche, Zentimeter in der Welt, in der richtigen Welt pro Meter macht man, damit das dann nachher auch in 4K geil aussieht. So. Dann, wie viele von den Objekten verteilen wir, hatten wir gerade, damit es irgendwie gut gefüllt aussieht und dann irgendwie so, und dann guckt man irgendwie so, das ist der perfekte Raum, der muss jetzt auch in 4K, der sieht total geil aus. Und dann gehst du dann da rein, ruckel, was habt ihr denn da gemacht? Ja, sieht geil aus, ja, aber das passt nicht in den Speicher. Wir wollen doch auch noch auf die Konsole, wollt ihr uns veräppeln. Mach mal weniger Polygone, mach mal weniger Objekte, mach mal weniger dies, weniger das. Das bestimmt nachher, was zu sehen ist auf dem Bildschirm. Dabei müsst ihr da beachten, weniger zu machen bedeutet nicht unbedingt, dass es gleichzeitig hässlicher wird, sondern dass man Optimierungsarbeit da reinsteckt, zu sehen, wie viel weniger kann ich denn machen, ohne dass man es sieht.
Ja, das heißt, wenn ich alles immer in 4K mache, dann sieht man es eigentlich am Ende überhaupt nicht. Und das ist im Grunde genommen ziemlich einfach und nichts funktioniert. Aber wenn ich wirklich immer an diese Grenze gehe, irgendwie, hier kann ich es noch sehen, da aber nicht mehr, und da wird sehr viel Arbeit reingeflossen in die Optimierung, dann kann es sein, dass du ein sehr schönes Spiel rauskriegst, aber gar nicht merkst, dass es gar nicht so viel verbraucht. Ein sehr schönes Beispiel dafür war Batman, ne? Batman-Reihe. Die Batman-Arkham-Reihe, ja. Gar nicht mal die neueste Technologie, aber wirklich schön gemacht, fantastisch optimiert, mit schönen Texturen. Guckt euch doch mal an, auch auf Screenshots, wie die das gemacht haben. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ja. Und da muss man dann hin, zu gucken, wie mache ich das? Aber die hatten auch Probleme bei der Fertigstellung, so wie ich gehört habe. Ne? Ja, irgendwann kommst du halt dann, dass da dann der Anspruch da ist. Ich möchte es ja gerne hübscher haben. Dann haben sie es auch irgendwann gerafft, dann kam auch die Hardware nach und so. Und Arkham Knight ist schon ein richtig schönes Spiel, verdammt nochmal. Das ist richtig schön gemacht. Aber die einzelnen Assets sind unbedingt nicht auch auf 4K und hast du nicht gesehen, aber das sieht einfach schön aus. So. Das ist eine Diskrepanz. Das heißt, das ist das Künstlerische daran und was ist jetzt tatsächlich irgendwie nur die Texturauflösung und die Auflösung der ganzen Klamotten. Darum geht's. Und man muss dabei auch bedenken, wir arbeiten ja mit verschiedenen Tools. Ja, derjenige, der die Banane baut, arbeitet vielleicht mit, was weiß ich, sag mal so Blender. Oder wir Story-Leute arbeiten zum Beispiel in unserem hauseigenen Editor und so. Und dann hast du auch noch mal das Spiel selber, in dem du zum Beispiel dir Sachen anguckst oder testest. Ja. Und wenn wir testen, dann machen wir es meistens ja auch so, wie wir auch spielen würden, also in hübsch. Und sehen dann, wie sieht es denn tatsächlich dann im Spiel aus, ja? Und das ist was anderes, als wenn du es dir zum Beispiel im Editor anguckst. Da muss es noch nicht hübsch sein, da muss es erstmal nur funktionieren und dann arbeitest du auch entsprechend. Diese Sachen muss man dann auch differenzieren. Alles klar. Dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiedersehen hier. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Piranha Becken TV hoffentlich. Bis dann. Brabbel. Tschö. Jetzt bin ich auch durch. Ich denke, man hört meinen Magen knurren, aber ich glaube nicht.